Hallo, wir sind zwei Schülerinnen der Deutschen Schule Moskau und wir wollen euch etwas über unser Leben in Russland erzählen. Hier im Hintergrund ist unsere Schule zu sehen und wir haben halt auch außerhalb der Schule viele Aufenthaltsorte für unser Alltagsleben. Zum Beispiel diesen schönen Wald. Kirchen können wir während unserer Freistunden kommen und auch die Schulkinder von 1. bis 4. Klasse und auch die Kindergartenschule können hineinkommen, um die Natur zu erforschen. Ganz in der Nähe der Schule haben wir auch einen Supermarkt, wo wir Oberstufenschüler auch in den Freistunden hingehen können. Und hier ist unser Wohngebiet. Hier leben einige der Schüler und Lehrer. Ungefähr 7 Minuten von der Schule haben wir Metro und ein großes Einkaufszentrum, wo wir unser Alltagsleben verbringen können. Daneben haben wir eine russische Schule, die auch einen Haarform hat wie unsere Schule. Es gibt viele Unterschiede und viele Gemeinsamkeiten. Und welche sind, werden wir euch bald erzählen. Es gibt auch viele Unterschiede zwischen dem deutschen Schulsystem, wie in unserer Schule und in den Schulen in Deutschland, und dem russischen Schulsystem. Zum Beispiel gehen russische Schüler 11 Klassen in die Schule. Ein weiterer Unterschied ist, dass man in russischen Schulen eine Schuluniform hat, die wir in unserer Schule nicht haben. Die erste Gemeinsamkeit ist, dass in der russischen Schule haben wir eine Aufteilung von der Zweiten Weltkrieg. Dabei in unserer Schule haben wir ein Stück von der Berliner Mauer. Auch viele Schüler unserer Schule kommen zum Sportplatz der russischen Schule, obwohl wir auch einen haben, aber der ist auch größer und den Unterricht verbringen auch einige Schüler hier. Wie ich schon früher gesagt hatte unsere Schule ein Originalstück von Berliner Mauer. Ich bin sehr stolz an unsere Schule, der sie die Geschichte nicht vergisst. Erwähnenswert ist auch, dass bei uns der Kindergarten, die Grundschule, die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 alle zusammen in einem Schulkomplex sind. Auch wichtig ist, dass wir in unserer Schule einen sehr ausgebauten Kunstraum haben und daneben auch den Hort, wo kleine Kinder sich nach der Schule aufhalten können. Das Wichtigste, was wir euch noch nicht gesagt haben und nicht gezeigt haben, das ist unser bester Ort in der Schule. Und das ist die Kantine. Ich würde ganz gerne mein ganzes Alltag hier verbringen. Das ist die historische Ecke unserer Schule, wo wir uns über die Geschichte der Deutschen Schule Moskau erkundigen können. Hier werden Werke unserer Schüler gezeigt. Unsere Schule ist nach dem Dr. Friedrich Josef Haas benannt. Und die Straße, die zu dieser Schule führt, trägt auch seinen Namen. Und das Motto unserer Schule ist: Beeilt euch Gutes zu tun. Die Schüler werden auch in unserer Schule sehr in das Schulleben mit einbezogen. Zum Beispiel können wir selbst auch die Wände der Schule gestalten. In unserer Schule haben wir auch einen Jugendclub, wo wir zum Beispiel Billard spielen. Hier können wir auch unsere Fähigkeiten erweitern, zum Beispiel Tanzen.
Ein weiteres Unterschied von unserer Schule und der russischen Schule ist, dass in der Klasse haben wir so das maximale Anzahl von den Schülern, so ungefähr 20 Kinder. Und bei der russischen Schule gibt es so 30 und 33 Schüler. So, nachdem wir euch unsere Schule vorgestellt haben und euch die Unterschiede zwischen russischen und deutschen Schulen gezeigt haben, wollen wir euch auch etwas über das Studium in Russland und generell die Unterschiede im Studium zwischen Russland und Deutschland erzählen. Die russische Bildungslandschaft hat sehr viel zu bieten und es gibt fast nichts, was man in Russland nicht studieren kann. In 85 Regionen des Landes gibt es 950 große Universitäten und russische Universitäten bieten über 200 Studienrichtungen. Und den Studieninteressierten stehen Bachelor- und Masterprogramme sowie Promotionen in 657 Fachgebieten zur Wahl. So. Ein Unterschied zwischen russischen Universitäten und Universitäten in Deutschland ist zum Beispiel, dass man in Deutschland in den Universitäten als Studierender viel selbstständiger ist und man sich zum Beispiel seinen Lehrplan selbst organisieren muss und selbst zusammenstellen sollte. In Russland hingegen sind die Universitäten doch sehr nah gebaut daran, wie Schulen aufgebaut sind. Man hat einen festen Plan von den Stunden, die man hat, so genauso wie in der Schule. Die folgenden Unterschiede zwischen deutschen und russischen Universitäten bestehen darin, dass in Deutschland die Mehrheit der Universitäten multidisziplinar und in Russland eng spezialisiert sind. Jetzt ändern sie in Russland dieses System und machen die Universitäten multidisziplinär. Auch in Deutschland können Studierende ihre Studiengänge für andere wechseln, da der Universität die Möglichkeit bietet, viele Profile zu führen. Auch an deutschen Universitäten sind Lehrer, die ihr Fach aus eigener Erfahrung verstehen. Es kommt auch oft vor, dass ein spezieller Gast an die Universität kommt, der beispielsweise ein eigenes erfolgreiches Geschäft hat und er präsentiert, wie er dies erreicht hat und was er dafür gebraucht hat. In Russland gibt es so etwas fast nicht. Es ist sehr selten, einen Lehrer zu finden, der zu 100% mit seinen Fächern verbunden ist und es gibt auch fast keine geladenen Gäste. Gerade befinden wir uns bei der Lomonossow-Universität Moskau, auch gesagt Staatliche Universität Moskau, МГУ. Auf Russisch heißt es Московский государственный университет имени Lomonossowa, МГУ. Diese Universität wurde am 23. Januar 1755 gegründet und beherbergt ungefähr 38.000 von den Studenten. Etwa im Zentrum von Moskau. Hier ist der Fluss Moskau, Moskwa-Reka auf Russisch. Und im Hintergrund können wir Moskau City sehen. Das ist das Businesszentrum von Moskau. Hier im Hintergrund können wir das Olympiastadion Luzhniki sehen. Das ist eine sehr große Sportarena. Auf Russisch heißt sie Олимпийский комплекс Luzhniki und ist das größte Fußballstadion in Russland. Und es bietet etwa 80.000 überdachte Sitzplätze. Jetzt befinden wir uns auf der Aussichtsplattform der Sperlingsberge. Auf Russisch heißt sie Смотровая площадка на Воробьевых горах. Von hier aus können wir einen wunderschönen Blick auf fast ganz Moskau sehen und den Blick genießen. Jetzt befinden wir uns bei dem zentralen Kindereinkaufszentrum. Dort befinden sich sehr viele Kinderladen, ein Cinema und ein Kinderstadt, der Kidburg heißt.
Jetzt sind wir im Herzen Moskau, auf dem Roten Platz. Hier wird gerade die Eisfläche für das Schlittschuhfahren vorbereitet, da der Winter naht. Und das ist dann auch die wichtigste Eisfläche zum Schlittschuhfahren in Moskau, direkt auf dem Roten Platz. Dort hinten könnt ihr ein Mausoleum von Lenin ansehen. Lenin wurde am 1924 gestorben und hier aufgebahrt. Man darf dort nur zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen, um ihn anzuschauen. Allerdings, man darf dort nicht länger als 1 Minute sein. Ganz in der Nähe vom Roten Platz haben wir einen wunderschönen Park, der heißt Zaryadje. Dieser Park wurde erst vor wenigen Jahren geöffnet. Und hier kann man schön spazieren gehen und hat eine wunderschöne Aussicht von den Aussichtsplattformen. Das ist Starobad, eine etwa 1 Kilometer lange Straße im historischen Zentrum von Moskau, und sie gehört zu den ältesten bis heute erhaltenen Straßen Moskaus. Jetzt würde ich zu den anderen Stadt in Russland kommen, Kaliningrad. Kaliningrad ist eine Stadt in Russland. Es liegt zwischen Polen und Litauen an der Ostseeküste. Während der preußischen Herrschaft wurde die Stadt anders genannt, Königsberg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es fast vollständig wieder aufgebaut. Kaliningrads deutsches Erbe umfasst das Brandenburger Tor und das Fischdorf, in dem mittelalterliche Gebäude errichtet wurden und heute Geschäfte und Restaurants beherbergt. Kaliningrad ist eine sehr schöne und historische Stadt, die sowohl russische als auch deutsche Kultur vereint. Ein weiteres wunderschöne Stadt in Russland heißt Nischni Novgorod. Nischni Novgorod ist eine Stadt in Zentralrussland, die zweitgrößte Stadt im Föderationskreis Wolga an der Fluss Wolga, gegründet nach einigen Schätzungen am 4. Februar 1221 von Wladimir Fürst Juri Vsevolodowitsch. Nischni Novgorod hat eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten, das Fußballstadion, das für die Fußball-Weltmeisterschaft in 2018 gebaut wurde. Dieses Fußballstadion ist von internationaler Klasse. Es befindet sich in der gleichnamigen Stadt an der Strelka, dem Ort, an dem die Fluss Oka in die Wolga mündet. Es ist die Heimarena des gleichnamigen Fußballvereins und wird als multifunktionaler Sportkomplex genutzt. Eine weitere sehr wichtige und sehr schöne Stadt in Russland ist St. Petersburg. Sie ist nach Moskau die zweitgrößte Stadt Russlands und die viertgrößte Europas. Sie war auch von 1712 bis 1918 die Hauptstadt des russischen Kaiserreichs. St. Petersburg liegt im Nordwesten des Landes an der Mündung der Newa in die Newa-Bucht am Ostende des Finnischen Meerbusens, der Ostsee, und ist die nördlichste Millionenstadt der Welt. Die Stadt wurde 1703 von Peter dem Großen auf Sumpfgelände nahe dem Meer gegründet, um den Anspruch Russlands auf Zugang zur Ostsee durchzusetzen. St. Petersburg wird auch oft als Spitzname nur Peter genannt. Die Kultur spielt in St. Petersburg eine sehr wichtige Rolle. Sie wird auch als die Kulturhauptstadt Russlands genannt.
denn St. Petersburg ist eine Stadt, in der Kunstsammlungen, Theater, Literatur, Ballett und Musik sehr, sehr wichtig sind. Ganz besonders wichtig und bekannt ist das Ermitage. Die Ermitage ist mit 3 bis 4 Millionen Besuchern im Jahr der bestbesuchte und wahrscheinlich auch international wichtigste Ausstellungskomplex. Denn sie gehört zu den bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Ganz besonders schön ist es in St. Petersburg im Sommer. Dann kann man sich die Stadt anschauen und Museen tagsüber besuchen und sich kulturell weiterentwickeln und in der Nacht sich die magischen weißen Nächte anschauen, wo St. Petersburg zu einer romantischen Stadt wird. Eine weitere Stadt heißt Samara. Samara ist eine Stadt in der mittleren Wolga-Region Russlands, das Zentrum der Wolga-Wirtschaftsregion und der Samara-Region, eine Stadt der Arbeiter und des militärischen Ruhms. Die Stadt der Arbeitskraft. Samara ist eine kleine, aber feine Stadt. Da leben sehr freundliche Menschen. Samara ist umgeben von wunderschöner Natur, Bergen, Flüssen und vor allem sauberer Luft. Wenn Sie von den großen und geschäftigen Städten müde sind, dann ist Samara genau der Ort, an dem Sie sich entspannen und geistig erholen können. Eine weitere sehr schöne Stadt, die wir schon besucht haben und die wir euch vorstellen wollen, ist Sotschi. Sotschi ist eine Stadt am Schwarzen Meer und liegt in der südrussischen Region Krasnodar, nahe der Grenze zu Georgien bzw. Abchasien. Sotschi ist einer der beliebtesten Badeorte Russlands. Viele russische Familien fahren als Sommerurlaub nach Sotschi. Sotschi verfügt über außergewöhnliche natürliche Ressourcen. Man kann an einem Tag direkt erstmal am Meer baden und dann in die Berge fahren und sich dort die schöne Natur anschauen. Zudem ist Sotschi dafür berühmt, dass 2014 dort die Olympischen Winterspiele stattfanden. Und genau in Sotschi wurden damals die Olympischen Spiele zum ersten Mal in der Geschichte in den Subtropen verbracht. Da, wie zuvor gesagt, viele Familien nach Sotschi in den Urlaub fahren, kann man auch Sotschi als Sommerurlaubshauptstadt Russlands bezeichnen.